Der Löwe und die Löwin. Wir haben heute gleich zwei Abfüllungen von einem unserer absoluten Lieblingsproduzenten hier auf dem Tisch stehen. 50 Jahre alt, Grand Champagne und das Ganze in natürlicher Fassstärke. Wer setzt sich hier am Ende die Krone auf? Jahrgang 1975 oder 1976? Wir finden es heraus. Hallo und willkommen zur Jagd nach der Wahrheit im Glas. Leute, heute wird es majestätisch. Peter von Malturn-TÜV Belgium war mal wieder im Le Chai de Montpère von Lorichesse unterwegs. Und falls ihr euch fragt, wie es in diesem Wahnsinnslager von Olivier und Lea aussieht, ich blende euch hier oben einmal den Link zu der Videotour von Lorichesse ein, denn ich hatte auch das Vergnügen und durfte mir diesen besonderen Keller mal ansehen. Also falls ihr es nicht gesehen habt, schaut hier oben unbedingt mal rein. Und wir haben heute das Doppel-Review hier bei Arcor Germany. Wir schauen mal ganz kurz auf die beiden Abfüllungen, beide eben von Lorichesse. Und auf dem einen Label seht ihr eine Löwin, auf dem anderen die Löwin. Und die Jahrgänge sind ja fast auch identisch, neben den anderen Zahlen und Fakten, die ich euch auch mal noch kurz einblende nebendran. Wir haben hier den 1975er Jahrgang mit 50,6% und der 1976er Jahrgang mit 45,1%. Beide in Fassstärke abgefüllt und die anderen Unterschiede gibt es eigentlich keine. Wie gesagt, der eine ist so ein Jahr ungefähr jünger als der andere und das macht natürlich jetzt diesen Test oder diesen Vergleich unglaublich spannend, weil es, wie gesagt, sehr ähnliche Jahrgänge sind. Und vielleicht könnt ihr euch noch vage erinnern, wir hatten vor noch gar nicht allzu langer Zeit von Lorichesse auch schon einen 1975er Jahrgang. Ein ausgezeichneter Cognac, falls euch das Review interessiert, ich blende euch hier oben den Link mal dazu ein. Der hatte 95 Punkte abgesahnt mit einer wahnsinnigen Fruchtigkeit drin. Der hat mich unglaublich umgehauen, dieser Cognac, Wahnsinn. Und das wird natürlich auch interessant zu sehen sein. Wie schlägt sich jetzt dieser 75er? Haben wir ja auch so viel Fruchtigkeit oder ist er mehr holzig? Schauen wir mal. Ich bin bereit, ich hoffe ihr auch. Ab ins Doppeltasting. Und die Cognacs sind eingeschenkt und natürlich auch bereit verkostet zu werden von uns. Wir fangen klassisch mit der Dame an, mit der Löwin, also dem 1976er Jahrgang. Und wir schauen mal ganz kurz auf die Farbe. Es ist ein richtig dunkler, intensiver Goldton, also ja, von der Farbe her noch recht hell. Dann schauen wir mal, ob man auch hier jetzt viel Fruchtigkeit findet. Vielleicht ja auch so ein bisschen diese typische Malturn-TÜV Belgium Fruchtigkeit. Wir riechen mal dran. Oh ja, sehr fruchtig. Kommt einem mit einem wahnsinnigen Schwall die Aprikose entgegen, aber richtig viel Aprikose. Aber auch ein bisschen die Zitrone ist da, so leichte zitrusfruchtige Noten. Ja, so ein bisschen was vom Zedernholz. Bisschen eine leichte, sogar Floralität für mich in Form von einem schönen Jasmin. Auch die leichte Nussigkeit in Form von Pinienkernen sind da. Sehr schön. Ja, und auch so eine Blütenhonignote finde ich noch. Also nicht unbedingt jetzt die dunklen Früchte, schon eher überwiegend für mich die etwas helleren Früchte. Aber sehr schönes Zusammenspiel und ja, wunderbar. Wir probieren mal. Santé. Der Cognac ist super angenehm und immer noch wahnsinnig fruchtig auch im Geschmack, das Ganze toll gelöst. Hier ist es, ich hatte so eine gewisse Crêpe Suzette Assoziation in der Form, dass ich an die karamellisierte Orange denken musste und dann ein bisschen was vom Mango-Püree. Ja, Clementinen, es ist nicht mehr so zitrusfruchtig für mich noch wie in der Nase, es wird wirklich richtig süßfruchtig einfach und auch hier die weißen Mandeln und vielleicht noch auch wieder ein Hauch vom Jasmin. Also er deckt schon so ein bisschen was vom Fass ab, aber er ist schon wirklich auf dieser absolut fruchtigen Seite, sogar tropisch fruchtigen Seite, wenn man so möchte. Wahnsinnige komplexe Aromen drin, tolle fruchtig komplexe Aromen und macht ihn irgendwie auch durch diese süßen Noten wahnsinnig süffig, dieser Cognac, super. Im Abgang dann wieder getrocknete Aprikosen, bisschen wieder was vom Zedernholz. So eine leichte Tabaknote hatte ich noch drin. Die Pinienkerne kommen wieder dazu von der Nase und noch vielleicht ein bisschen was von der getrockneten Ananas. Sehr schön. Also eine unglaubliche Fruchtbombe, tropische Fruchtbombe, super schöne Abfüllung, wunderbar, angenehm. Der Alkohol ist nicht störend. Wenn ihr Cognac oder fruchtige Cognac mögt, dann ist es die absolute Empfehlung für euch. Es ist wirklich eine absolute tolle Grand Champagne Fruchtbombe und auch diese leichte Floralität, die da so ein bisschen noch rein scheint, ist einfach, also macht den Cognac unglaublich interessant und wunderschön fruchtig. Und was ich an diesem Cognac unglaublich schätze, ist diese Identität, die er hat.
von der Nase bis zum Finish. Auch das, was noch übrig bleibt, diese getrocknete Aprikose, wo es ein bisschen im Backen hängen bleibt, das bleibt eine Identität, es ist eine Linie, es ist eine Handschrift dieser Cognac und für mich auch sogar diese typische Alternative Belgium Fruchtigkeit, was wir so ein bisschen gewohnt sind, ist hier absolut perfekt abgebildet bei diesem Cognac. Und also eine herausragende Auswahl und das zeigt sich jetzt auch in den Punkten. Ja, wir können es auch ganz kurz machen. 23,5 Punkte für jede Kategorie. Ich muss sagen, ich finde die Nase super geschmacklich, Abgang, der Gesamteindruck, es passt alles bei dem Cognac. Es ist wirklich ein wunderschönes Produkt, herausragend und passt perfekt zum Alternative Belgium. Und dann haben wir am Ende wunderschöne 94 Punkte für den 76er Jahrgang. Und jetzt springen wir schon gleich in den 75er. Und auch hier starten wir mit dem Blick einmal auf die Farbe. Es wird ein bisschen dunkler. Wir haben hier intensives Bernstein, leichte Kupfernoten, also leichte Nuancen sind drin in dem Cognac in der Farbe. Und dann schauen wir auch hier jetzt mal auf die ersten Aromen in der Nase. Ja, auch fruchtig, aber ein bisschen anders fruchtig. Also schon auch die hellen Früchte für mich da, definitiv. Aber mit dem etwas höheren Alkoholanteil hat er für mich so eine gewisse frische Minznote noch drin. Und hier wäre es jetzt für mich eher so ein bisschen dieser Pfirsich. Ich finde auch, das Karamell kommt hier nochmals deutlich intensiver als beim 76er hervor. Auch die Orangennoten sind jetzt schön da. Bisschen was, auch so eine Maracuja-Note. Also es wird einfach satter. Er ist einfach von der Nase durch diesen höheren Alkoholanteil etwas satter, aber hat schon auch ähnlich wie der 76er so ein gewisses tropisches Profil. Ja, auch unglaublich spannend. Die Nase, sehr schön. Und auch hier wollen wir mal probieren. Santé. Ja, intensiverer Antritt. Definitiv. Der Alkohol ist jetzt deutlich mehr wahrnehmbar. Ist nicht störend im Geschmack, aber man merkt, da ist einfach mehr Kraft dahinter, mehr Power. Und wir haben hier auch einen sehr süßen Geschmack mit einem Waldhonig. Ihr bekommt den Pfeffer hier durch die Intensität. Ihr bekommt Pfirsich, wunderschöne Pfirsichnoten. Mango ist wieder da, Süßholz und für mich so eine leichte, minimale Zitrusfruchtigkeit. Vielleicht eine Quitte in dem Fall. Sehr schön auch der Geschmack. Aber, und das schon mal gleich vielleicht vorne wegzunehmen vom Fazit her, er ist schon etwas unterschiedlicher. Also er verändert sich von der Nase zum Geschmack und auch dann im Abgang. Sind es schon ein bisschen größere Unterschiede für mich jetzt als jetzt beim 76er. Also da weicht er ein bisschen von der Linie ab. Im Abgang wird es trockener, etwas holziger. Süßholz ist jetzt hier. Ihr habt aber auch das Zedernholz wieder dabei, definitiv. Tabak kommt hinzu. Das Ranzo ist für mich ein bisschen mehr da. Auch dann sowas vielleicht wie einen Schwarztee. Dafür hat er im Abgang sehr schön drin ein bisschen Floralität mit dem schönen Jasmin. Und dann vielleicht noch ein bisschen was an getrockneten Orangen hier im Abgang. Also auch sehr spannend gemacht, auch ein sehr interessanter Cognac. Er ist einfach vom Charakter anders. Er hat zwar ähnliche Aromen drin grundsätzlich, aber er entwickelt sich einfach etwas anders. Er hat durch den höheren Alkoholanteil mehr Antritt, mehr Kraft, mehr Volumen, das spürt man definitiv. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als komplexer oder facettenreicher darstellen. Ich würde einfach sagen, er hat einfach mehr Intensität, er ist wuchtiger. Und hier ist es schon, und das trifft es eigentlich deswegen ja auch ganz gut, dieser Vergleich, Königin und König, dass die Königin schon etwas sanfter ist, etwas zarter und einfach den klaren Charakter für mich auch hat. Und aus dem Grund auch für mich der etwas schönere, interessantere, spannendere Cognac als der 75er. Ja, also wie gesagt, 75er ist wirklich auch sehr gut, aber 76er war für mich auf jeden Fall besser. Wir schauen noch kurz auf die Punkte vom 75er. Hier haben wir für die Nase 23, auch für den Geschmack 23. Da nehmen sie sich definitiv nicht viel in den beiden Kategorien, finde ich. Da hat er auch wunderschöne Aromen, präsentiert das auch wunderschön, auch gerade mit dieser wirklich intensiven süßen Note im Geschmack. Im Abgang gebe ich ihm 22. Da fällt er ganz minimal für mich so ein bisschen ab hinten raus. Da ist es mir dann fast zu viel Eiche und vielleicht zu viel Holz. Ich weiß nicht, irgendwie vom Abgang her hat es mir nicht so gut gefallen mit der Geschmack und die Nase. Ich gebe ihm dennoch für den Gesamteindruck 23 Punkte, weil ich dennoch finde, er ein sehr schöner Cognac ist. Er hat
unglaublich viel Komplexität drin. Ich finde es preislich auch wirklich in Ordnung, das Ganze. Und von daher auch ein wunderschöner Cognac. Und dann haben wir am Ende 91 Punkte für diesen Cognac. Wie gesagt, wir haben jetzt hier einen Unterschied von 3 Punkten. Und für mich die ganz klare Empfehlung ist der 76er. Wie gesagt, das ist jetzt eben meine subjektive Einschätzung natürlich. Am Ende dürft ihr das dann entscheiden oder wenn ihr es ja vielleicht eben probieren könnt, lasst mich mal gerne wissen, welcher euch besser gefallen hat. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Und ich bin tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen verwundert darüber, weil ich eigentlich schon auch gerne mal das etwas holzigere, das intensivere mag. Aber hier muss ich sagen, hat mich definitiv der 76er einfach mehr begeistert als der 75er. Ja, ich hoffe, dieses Doppelreview hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Review. Macht's gut. Cheers.